Na, ihr kleinen Landratten, schönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt auch so einen wundervollen Tag gehabt, wie wir den hatten. Also Hamburg, ja, erstickt ja quasi in der Sonne. Ich musste mir heute schon wieder alle Kleider vom Leib reißen. Und ja, die Kehrseite der Medaille ist natürlich Gartenarbeit. Und deshalb jetzt ein Stream zu später Stunde, wie gestern auch schon. Also, ja, aber irgendwie mag ich das ja, ne? Irgendwie mag ich das ja mit diesen späten Streams. Und ich habe mir auch wieder was ganz Besonderes wieder rausgesucht. Na, ganz besonders nicht, aber etwas, was ich ganz besonders gerne mag. Der ein oder andere hat vielleicht die Evergreen Muse, Evermuse entdeckt. Ein Neubau, der auch gerade auf dem Weg nach Hamburg ist. Wäre natürlich interessant, Neubau, Erstanlauf. Aber ich dachte mir, komm, heute Abend schön Deck 7, paar Lichter vom toller Ort und ein leckeres Costco-Containerschiff. Von oben ein bisschen von Deck 7 runter gefilmt mit der Begleitung von hoffentlich einigen Fairplay-Schleppern, denn Costco ist typischerweise ein Fairplay-Job. Wir können uns gleich mal angucken, wie die Situation aussieht, beziehungsweise was denn das Radar sagt. Falsche Taste, da wollte ich hin. Die Costco Shipping Leo, also sehen wir hier, sie hat noch ein bisschen, die ist jetzt hier vor Finkenwerder, wird schon begleitet von Fairplay 91. Mal gucken, was hier sonst noch so unterwegs ist. Hier haben wir den Lotsen 2, der möchte wahrscheinlich auch gleich erstmal zu der Costco Leo. Hier hinten haben wir Fairplay 95, dann haben wir hier Fairplay 94, hier Fairplay 94. Könnte ich mir vorstellen, gehen an die Costco. VB Perfect müsste eigentlich schon für die Evermuse sein, denn die Evermuse, ach nee, guck mal, Lotse 1 ist schon hier an der Costco, das heißt Lotse 2 wird wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was der macht. Und hier haben wir die Evermuse, werden wir leider nicht sehen, ist ein bisschen schade natürlich, weil es ein Neubau ist, aber die gehen natürlich da hinten nach Waltershof rein. Ja, das ist aktuell so die Situation für alle, die nicht genau wissen, wo ich bin. Ich bin auf Deck 7. Deck 7 ist ja unser kleines Studio hier im Hafen und das ist hier an der großen Elbstraße. Das heißt, hier dieser Gebäudeteil, also hier ist ja kein Gebäude eingezeichnet, aber hier ungefähr sitze ich und wir haben einen Blick hier runter auf Entschuldigung, auf den toller Ort, hier hinten, wo auch gerade noch ein Schwimmkran liegt. Hier ist alles frei, genau hier kommt die Costco Shipping Leo hin. Gedreht wird sie hier oben und zwar dann direkt vor unserer Nase. Und ja, ihr wisst, das mag ich ganz besonders gerne. Also ich hoffe, ihr habt Lust auf einen kleinen, knackigen Stream mit ein paar schönen Bildern. Ich freue mich auf jeden Fall und sehe, dass der Xeonpix auf jeden Fall hier bei Twitch mal eröffnet hat. Ganz lieben Dank, mein Lieber. Schon seit 7 Monaten dabei. So. Und DK90 Berlin verlängert auch auf Twitch, ist jetzt seit 9 Monaten dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mein Lieber oder Liebe? Man müsste irgendwie noch anhand der Namen, das müsste dann noch irgendwie noch so ein Zeichen dran, ob das jetzt, ja, wie die Anrede sein soll, ob er oder sie oder vielleicht auch divers. Also, wir haben noch einen kleinen Moment, können noch einen Moment in den Chat gucken, ansonsten ist nicht so wahnsinnig viel los hier im Hafen. Das heißt, wir warten jetzt einfach ganz entspannt ab. René sagt, Lust habe ich immer, verstehe die Frage nicht. Ja, ich kann es nachvollziehen. Absolut kann ich es nachvollziehen, ja. Der Radrenner lässt seinen Prime-Sub da. Danke, lieber Radrenner, auch schon im 2. Monat dabei. Und Hansi Seehund darf natürlich nicht fehlen. Hansi, ganz, ganz lieben Dank, lässt 2,49 da, der Community Seehund. Ja, einige Moderatoren sind auch da. Tanja ist heute mal zu Hause geblieben. Die war jetzt die letzten Tage immer dabei.
Und ansonsten, der Basti ist da, Sebastian Kolzer habe ich gesehen, von den Moderatoren ist da. Ich weiß gar nicht, ob gleich noch jemand reinkommt. Kann natürlich sein, dass gleich noch jemand mit an Bord hüpft. Und Stefan M., herzlich willkommen bei unserem Kanal. Jetzt ein neues Fischmarkt-Mitglied. Dann haben wir noch Demion Arts, der feiert 12-monatiges. Danke, danke. Habt ihr gelesen, was wieder los ist im Hafen? Also, der Präsidentenkollege aus den USA, der liebe Herr Trump, der ist ja jetzt auf die Idee gekommen, Strafzölle auf Schiffe zu erheben, die, wie formuliert man das? Also wenn eine Reederei Schiffe im Besitz hat, die in China gebaut wurden, dann müssen sie demnächst Strafzölle zahlen, und zwar für alle Schiffe, die anlaufen. Wenn eine Reederei 50% der Schiffe in China hat bauen lassen, dann muss bei jedem Anlauf in einem US-Hafen ein Strafzoll von $1 Million gezahlt werden. Das heißt, selbst wenn das jetzt ein Schiff ist, was nicht in China gebaut wurde und 4 Häfen in den USA anläuft, dann sind da $4 Millionen fällig. Und Reedereien, die 25% der Schiffe in China haben bauen lassen, ich glaube $750.000 war es da. Und ja, Hapag-Lloyd würde das in dem Fall auch betreffen. Hapag-Lloyd hatte sich dazu schon geäußert im Sinne von, dass sie 25% der Schiffe haben, die sie in China haben bauen lassen. Ja. Okay. Ja. Wasserburg ist da. Danny, ganz, ganz lieben Dank. Herzlichen Dank. 2 Euro Superchat. So. Kratzen im Ton. Muss man gerade gucken. Was heißt denn kratzen? Ist das übersteuern? Jetzt bräuchte ich natürlich Remo mal, der das mal kurz beurteilen könnte. Ja, Remo, bitte Ton checken ist natürlich etwas. Bitte Ton checken, ja. Oh, naja, komm, dann schauen wir mal. Ich höre mir das mal selber über den Kopfhörer an. So. 1, 2, hallo? Hallo. 1, 2. Also bei mir kommt das eigentlich auf dem Kopfhörer ganz normal an. Ich wechsle mal das Mikrofon als erste Verzweiflungstat. So. Okay, jetzt habe ich mal das Mikro gewechselt. Hallo, hat sich jetzt etwas geändert? So, mal gucken. Ist besser? Okay. Ja. Was auch immer das wieder mit dem Mikro war. Naja, vielleicht habe ich das auch einfach ein bisschen komisch angeklipst und es ist irgendwo dran lang geschraubt. Aber mittlerweile können mich ja Technikprobleme echt nicht mehr aus der Bahn werfen. Ja. Die Zeiten, wo ich deswegen nervös werde, die sind vorbei. Wir haben schon alles gehabt. Wir haben wirklich alles gehabt an Technikproblemen. Also,
Ja, ob das Mikro mal in der Elbe lag, ja, das kann natürlich sein, dass das schon mal in der Elbe lag. Ja, aber jetzt ist ja alles gut. Schön, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Gut, dass wir die erste Viertelstunde damit verbracht haben, hier Ton einzustellen. Ja, ist zwar genau das gleiche Mikro, aber vielleicht, ja, wer weiß. Man weiß es einfach nicht. Man weiß es nicht. Wobei, könnte eigentlich jetzt noch mal den Gegencheck machen. Wir haben ja noch einen kleinen Moment Zeit, oder? Ich kann doch jetzt noch mal. Ich mache noch mal den Gegencheck. Nehme noch mal das andere Mikrofon. Mal gucken, ob das nur falsch angesteckt war oder ob ihr sagt, nee, das kratzt jetzt wieder. Das wäre jetzt noch mal interessant. Dann könnte ich mal herausfinden, ob das Mikro eine Macke hat oder ob das tatsächlich nur eben doof angesteckt war. Hallo, 1212. Ulrich Böcker, ganz lieben Dank an dich für eine verschenkte Mitgliedschaft. Ja, der Radrenner fragt, ob heute wieder direkt von Deck 7 gedreht wird. Ja, ganz genau. Deck 7 ist ja unser kleines Büro hier. Deshalb haben wir ja auch hier diesen schicken Hintergrund. Und ja, das ist halt hier unser kleines Hafenstudio mit Blick auf den Tollerort. So, jetzt kann ich mich aber wieder ein bisschen auf den Chat konzentrieren. Jutta, danke dir für 7 Monate. Dankeschön. Derzeit passt der Ton. Okay, alles klar. Okay. Ja, der Hintergrund ist toll, oder? Gigi schreibt es auch. Also hier nochmal ein dickes Lob an unseren Kreativ-Andi, der ja immer ganz viel am Basteln ist. Und der hat uns hier diesen schönen Hintergrund gebastelt. Ansonsten, wer das vorher kannte, sah das ja hier so ein bisschen aus wie so eine sterile Arztpraxis. Und jetzt kriegt das so langsam so ein bisschen Hafenflair. Muss noch ein bisschen was Organisches ran, muss noch ein bisschen Zusatzdeko, aber so nach und nach kommt das. Immerhin haben wir ja schon mal hier eine Schiffsglocke, auch von Kreativ-Andi. Da hinten müssten wir irgendwann am Dockland die Cosco Shipping Leo sehen. Solange können wir hier uns noch ganz entspannt etwas zurücklehnen. Ja, Dirk sagt, Paddy hat selbst eine kratzende Stimme. Genau, das ist nicht das Mikro, das ist einfach meine Stimme. Ja, das ist einfach meine Stimme. So. Gigi schreibt ja, Kreativ-Andi. Also ihr kennt ihn persönlich wahrscheinlich gar nicht. Der taucht immer nur mal hier so ein bisschen im Hintergrund auf. Der ist immer dafür zuständig für diese ganzen Holzbasteleien. Wer schon mal bei uns im Shop was bestellt hat, der hat vielleicht ein kleines Goodie mit dabei gehabt. Und ja, das meiste ist halt vom Kreativ-Andi gebastelt. Cosco Shipping Leo, da. Also langsam formieren sich alle. Fairplay 91 ist hinten Achtern, Fairplay 94 ist vorne, Fairplay 95 ist an der Seite, geht an die Springklüse. Lotse 2 schon wieder auf dem Rückweg und dann haben wir den VW Bison, der wahrscheinlich auch an die Evermoose geht. Evermoose, die dreht dann hier natürlich vorher ab und geht nach Waltershof. Können wir mal gucken, wie in Waltershof gerade die Situation ist. Hier haben wir noch die One Inspiration liegen und die Evergreen wird dann, denke ich mal, hier hinter die One Inspiration gehen. Ganz hinten der Liegeplatz, der letzte, der kann im Moment ja nicht genutzt werden, weil da immer noch die neuen Containerbrücken aufgebaut werden. Und ich glaube, also ich weiß gar nicht, wann die fertig sein sollen, aber so lange kann hier der hintere Liegeplatz nicht benutzt werden. Deshalb haben wir jetzt in letzter Zeit immer nur die vorderen beiden Liegeplätze im Einsatz.
Ja, einige schreiben es von euch. Einige haben schon die Basteleien vom Andi gesehen. Ich weiß gar nicht, ob Andi da ist. Wahrscheinlich habe ich dich übersehen. Hier haben wir den Blick aufs Terminal. Links an die Seite, da kommt dann die Costco Shipping Leo. Volker, herzlichen Dank für 5 € per PayPal. Und er schickt Grüße aus Krefeld. Und ganz speziell einen herzlichen Dank an Tanja für das fleißige Schreiben von Mails. Oh ja, Tanja ist die Mailmaschine. Tanja macht Community Management, E-Mails, aber auch Instagram und diese ganzen Sachen. Das meiste das macht Tanja tatsächlich. Tony Roberts schreibt: Moin Paddy, standing next to the Columbia River, ship watching and watching Hamburg Hafen live too. Tony, thanks for your tip and yeah, I hope you have great weather as we got it here in Germany, and I hope you enjoy your ship watching and you will be successful. Ach Mensch, Paddy. Alter Zungenbrecher. Alter Zungenbrecher, Kollege. Sabine fragt, wie viele Containerriesen kann der Hafen gleichzeitig bearbeiten? Ja, wenn wir jetzt noch einen kleinen Moment Zeit haben, ich gucke mal, ich glaube, wir sehen sie noch nicht, kann ich euch ja einmal, also für alle, die das nicht kennen, da ich hier gerade am Computer sitze, gebe ich euch gerne mal einen kleinen Überblick über den Hafen. Ups. Das hier ist quasi die Elbhafeninsel. Wenn ihr hier mal dieses Oval anguckt, das ist das ganze Hafengebiet. Der Containerhafen fängt schon hier vorne an. Hier haben wir die A7 und hier oben die Norderelbe, hier unten die Süderelbe. Wir haben im Grunde genommen 4 große Terminals. Wir haben einmal hier Waltershof. Das ist der Waltershofer Hafen, ist auch hier bezeichnet. Auf der oberen Seite hier haben wir das Containerterminal Burchard-Kai. Das hat aber nicht nur diesen Anleger hier, sondern hat auch hier oben diesen Anleger, der sogenannten Athabasca-Kai. Hier unten können 3 große Containerschiffe liegen. Wie gesagt, ein Anleger ist gerade nicht im Einsatz. Hier oben, hier liegen meistens etwas kleinere. Hier ist aber, meine ich, Platz für 3 Schiffe. Ist natürlich sehr größenabhängig. Dann haben wir hier unten das Eurogate. Hier liegt gerade die Maersk Herrera. Hier können, also hier vorne liegt immer CMA CGM mit den 400 Meter Schiffen und hier hinten liegen immer die großen Maersk. Ich meine, hier passen auch 3 von den großen rein. Ist natürlich ein bisschen länger als hier der Burchard-Kai, aber sagen wir mal 3 bis 4 oder 3,5. Außerdem haben wir dann hier Altenwerder. Altenwerder ist, wenn man hier oben lang fährt, über die Autobahn, also über den Elbtunnel und dann hier rechts abbiegt in den sogenannten Köhlbrand, unter der Köhlbrandbrücke durch. Und hier sind wir am Containerterminal Altenwerder und hier ist auch Platz für 3 große Schiffe. Kleine Schiffe natürlich entsprechend mehr Platz. Ihr seht hier, die Lorraine liegt hier gerade, die ist nicht ganz so groß. Die hat 221 Meter, aber hier hinten die NYK 336 Meter. Also von den 330 Meter Schiffen, 360 Meter Schiffen passen hier 3 Stück hin. Und dann haben wir halt zuletzt noch den Tollerort. Da sitzen wir heute. Da ist hier hinten drin Platz für ein großes 400 Meter Containerschiff. Im Moment liegt hier gar nichts. Und weiter vorne ist dann nochmal Platz für, ich glaube, 2 oder 3 Feeder. Auch immer alles so ein bisschen größenabhängig. Aber 2 passen auf jeden Fall noch hin. So, und vielleicht hat jetzt irgendjemand von euch mitgezählt. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Anlegeplätze, es gibt noch Ausweichplätze, es gibt natürlich noch, Tankerhäfen, es gibt dann noch den, da hinten für das ganze Schüttgut, den, wie heißt der, den Hansaport. Also
es passt noch eine ganze Menge mehr an Schiffen rein. Stefan fragt, wann kommt denn mal wieder ein Video von Waltershof? Stefan, das ist immer alles so eine Sache von, ja, von Timing und Wetter. Also wenn das mal wieder gut passt und da ein Schiff zur rechten Zeit ankommt, dann fahre ich auch gerne mal wieder nach Waltershof zum Burchard-Kai. Du meinst hinten drin, ne? Wenn man auf der rechten Seite Burchard-Kai und auf der linken Seite das Eurogate hat. Hari Yasses fragt, kann man auf dem Vessel Finder live sehen, wie ein Schiff gedreht wird? Das Live ist relativ. Also der Vessel Finder, der hat eine Aktualisierungsfrequenz von 1 Minute. Hier unten links in der Ecke, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, hier zählt so eine Uhr runter und das heißt, in jetzt 40 Sekunden wird sich die Karte aktualisieren. Aber Moment, ich muss mal gerade suchen. Es gibt noch einen anderen. Und zwar, da habe ich allerdings Werbung drin und deshalb benutze ich den nicht so gerne. Und zwar gibt es hier noch My Ship Tracking. Ja, und ihr seht, hier habe ich also überall Werbung drin, auch gleich für Unterwäsche. Und hier ist die Aktualisierungsrate viel, viel höher. Also wenn wir jetzt einfach mal hier auf dem Schiff bleiben, hier die COSCO Shipping Leo, dann seht ihr, wie die sich jetzt so ganz langsam bewegt. Ne? Also ich mache mal größer. Seht ihr? Das finde ich eigentlich sehr schick. Ich würde diesen Tracker auch lieber benutzen, aber mich nervt die Werbung. Und das Problem an der Geschichte ist, die haben zwar irgendwie hier so Pläne für, wo ist denn das, unter Community, da gibt es halt Pläne, wo man dann auch angeblich eine Mitgliedschaft haben kann dafür, dass die Werbung weg ist. Aber ich habe bis heute noch keinen Kaufen-Button gefunden. Also wenn da irgendjemand von euch eine Info hat, wie man das Ding dann auch wirklich werbefrei nutzen kann, gerne her damit. Hafenkicker Tom ist seit 15 Monaten dabei und schickt einen Moin aus Braunschweig. Ganz liebe Grüße zurück und danke, dass du schon so lange dabei bist. Waschbär, herzlich willkommen auf unserem Kanal, ist jetzt neu auf dem Fischmarkt. Und die Rea, unsere Strickliesel, 100 Bits. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Und Tanja fragt zu Recht, warum bekomme ich Werbung für Unterwäsche? Wahrscheinlich, weil ich mal wieder ein schönes Geschenk geshoppt habe für meine Frau. Da hinten müsste man so langsam die COSCO sehen, oder? Dann werde ich jetzt mal meinen Hintern anheben und mich mal hier an die Kamera bewegen. Ihr müsst mal darauf achten, ich hoffe, dass diese ehrenlose Temperaturanzeige bei mir mich endlich dazu überreden konnte, dass sie sich aktualisiert. Die müsste jetzt eigentlich so im 15-Minuten-Takt sich aktualisieren und irgendwann dann auch mal die Temperatur ändern. Da kommt sie.
Tommy schreibt, bei MyShipTracking muss ich den Kundensupport kontaktieren. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe Kaufinteresse bekundet und leider null Antwort. Jens Peter, ich danke dir vielmals für eine verschenkte Mitgliedschaft auf YouTube. Und Sir Falke, auch ein Dankeschön an dich für 3 Monate schon auf Twitch mit Prime. Das Schiff hat übrigens eine Kapazität von rund 20.000 Toi. Die Frage gerade im Chat gelesen. Ich glaube, auf Twitch war es. Musste eben mal nachgucken. Ich meine, um die 20.000 Toi hat sie. T-Kerber, ob man die App auf Deutsch stellen kann. Meinst du jetzt die MyShipTracking? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also die haben übrigens von MyShipTracking auch eine sehr, sehr schöne App. Zumindest habe ich die für iPhone und iOS und iPad. Die gefällt mir richtig gut, also die ist richtig, richtig schick. Aber auch da ist immer noch ein bisschen Werbung. Nicht ganz so viel, ist nur unten, aber trotzdem, mich nervt das. Vor allem, wenn ich das einblende. Ich möchte nicht hier eine App benutzen im Stream, wo ich dann noch die Werbung einblende. Mich nervt das. Reicht, wenn ihr meine Werbung aus dem Stream sehen müsst. Eine gute Frage. Da hinten bei der Ermitage steht ein Kran. Was der da treibt, der Kran, kann ich euch nicht sagen. Ich werde die nochmal anschreiben, mal gucken, ob MyShipTracking, also wie gesagt, die ist halt sehr schön, weil die sich quasi im Sekundentakt aktualisiert. Und in der App auf dem iPhone und ich weiß gar nicht, ob die auf Android die gleiche App haben, da gibt es dann sogar so eine 3D-Ansicht. Ja, jeden Moment müssten wir eigentlich den Schlepper sehen, der hier hinter dem alten Terminalgebäude hervorkommt. Cornholio, ganz lieben Dank, dass du deinen Prime-Sub da lässt. Willkommen an Bord. Und Snakey112. Auch an dich ein Dankeschön. Schon im 2. Monat dabei. Danke, danke. Und Henrik Köster hat 5 € Superchat dagelassen. Henrik, Dankeschön. Ach, von dir kam eben die Frage mit dem Kran bei der CMA. Ja, ich kann es dir nicht sagen, was der da treibt. Wie lange das Löschen von so einem Containerschiff dauert, ist immer davon abhängig, wie viel Container geladen und gelöscht werden. In der Regel sind die großen Containerschiffe so 3 bis selten auch mal 5 Tage da. Ja, Baumeister schreibt es auch auf Twitch. Cornholio, cooler Name. Hatten wir letztens schon. Erinnert mich immer an Beavis and Butthead. Wer von euch kennt noch Beavis and Butthead? Legendär. Also, Basti hat noch eine Info. Der Kran hat in den letzten Wochen am Athabasca Kai schon 2 alte Containerbrücken demontiert. Okay, dann werden da auch alte Containerbrücken gerade abgebaut. Auch schon 2 am Parkhafen. Okay, danke für die Info.
Da kommt das kleine Schiffchen. Hier ist die Frage, ob die Schlepper nur zum Lenken sind. Ja, im Grunde genommen kann man das so sagen. Also die Schlepper sind in erster Linie Manöverhilfen. Jetzt zum Beispiel fährt das Schiff auch noch aus eigener Kraft. Wenn man ganz genau hinguckt, wird man auch sehen können, dass die Schleppleine nicht vollständig gespannt ist. Und ja, auch wenn es ein bisschen laienhaft ausgedrückt ist, aber in der Tat kann man das so sagen, dass die Schlepper in erster Linie zum Lenken da sind. Denn das Schiff kann super geradeaus fahren, das Schiff kann auch große Bögen und große Kurven fahren, aber das Schiff kann nicht auf der Stelle drehen und manövrieren und schon gar nicht jetzt auf einen Meter genau am Pier anlegen. Und mit ein bisschen Glück können wir gleich anfassen. Ulrich, ich danke dir für eine verschenkte Mitgliedschaft. Ein Wiederholungstäter. Du hast doch vorhin schon mal eine rausgehauen. Danke dir. Und wer gestern den Stream gesehen hat, da waren wir ja ganz dicht an dem einen Schlepper dran und haben da dann ja auch die Lotsen drauf gesehen, die über den Schlepper dann quasi das Schiff verlassen haben. Und da hatte man mal einen sehr schönen Größenvergleich, weil ich sage mal, die Schlepper sehen so winzig aus. Jetzt hier an so einem großen Containerschiff wie die Leo. Aber die Schlepper sind halt auch schon ausgewachsene Schiffe. Im Hintergrund sehen wir gerade noch den Pegelturm. Wenn ich das richtig entziffern kann, haben wir Flut und sind das 4,4 Meter? Ich muss mal ein bisschen dunkler drehen, wenn man es besser lesen kann. Jo, 4,4 Meter. Oh, da haben wir wieder eine Taschenlampe oben an Deck. Und das sind halt die Bilder, die ich so schön finde. Also achtet mal gleich oben aufs Deck. Da sind ja ein paar Seeleute unterwegs. Die haben jetzt aktuell eine kleine Taschenlampe. Das heißt klein, also eine normale Taschenlampe. Aber es sieht halt alles so winzig aus. Wasserschutzpolizei ist natürlich auch da. Könnt ihr jetzt nur nicht sehen. Und für so ein Manöver wird die Elbe dann gesperrt. Zumindest dann, wenn das Schiff hier quer steht.
Gigi hat 4,64 Meter gelesen. Ich meine, es war 4,4 Meter, aber mal jetzt nicht hier über 60 Zentimeter feilschen. Oh, da kommt noch ein Schleppi. Uwe, ich danke dir vielmals. 2 Euro Superchat. Claudia meint, die haben die Taschenlampe, um mir zu winken. Ja. Ich brauche doch dieses Horn, über das wir gestern gesprochen haben. Diese Makita Horngun. Michel war der Schlepper, der da noch im Hintergrund aufgetaucht ist. Ja, es ist extrem ruhiges Wasser. Meistens machen sie das mit 3 Schleppern, aber kann natürlich gut sein, dass wir heute sagen, hey, nehmen wir doch noch einen dazu. Übrigens, ich habe mir diese Hornguns heute mal angeguckt. Ja, die gibt es ja von verschiedenen Herstellern, also Makita, Dewalt, Milwaukee und so. Die sind aber nicht original von den Herstellern. Das sind quasi so Bastelgeschichten. Also die werden von Hand umgebaut und dann kommt da quasi eine Luftpumpe rein, die motorbetrieben ist durch den Antrieb in diesem umgebauten Akkuschrauber. Und dann kommen da oben halt diese Hörner drauf. Also das ist nicht original zum Beispiel von Makita. Ah, die müssen einmal schnell auf die andere Seite. Okay. Christian sagt, hab ja geschrieben, ich baue dir eine. Ja, Christian, dann bau mir doch eine. Sag mir, was du brauchst an Geld dafür, schick mir mal eine E-Mail und dann bau mir eine. Ja, was der Schlepper jetzt genau gemacht hat, warum der da einmal rum ist, kann ich euch nicht sagen. Aber also ich will so ein Ding haben. Ich fürchte trotzdem, dass mir das unangenehm ist, wenn ich damit hier im Hafen auffalle. Habt ihr wieder die Mikrofonstörung gehabt? Aber war die nur kurzzeitig? Also ist das dauerhaft oder ist das kurzzeitig? Ich kann ja noch mal zurückwechseln. Also
Also wenn das nur kurze Kratzer sind, dann geht das ja. Schlimm ist, wenn du so ein Dauerknarzen hast. Ich hatte das aber schon mal vor einiger Zeit. Keine Ahnung, also es muss irgendwie mit der Funkstrecke zu tun haben. Ich kenne das Geräusch. Wir hatten das mal und ich habe dann auch mit dem Support geschrieben und hatte denen auch eine Aufnahme geschickt. Aber wie das halt so ist, die sagen dir dann als erstes mal Reset auf Werkseinstellungen und bla bla bla. Looting List, herzlichen Dank für dein Prime Sub. Oh, da bin ich schon außer Kamera. Ich muss mal gerade die zweite Kamera justieren. Passt gerade so ins Bild. Gerade so. Jo, der Schlepper geht schon rum. Das Tonkratzen nennt man Bonnie Tyler. Ich werde das mal beobachten, ob dieses Knarzen auf dem zweiten Mikro auch ist. Sonst muss ich mal gucken, ob ich die einfach mal reklamiere. Vielleicht tauschen sie die ja aus. Vielleicht hat er tatsächlich das eine Mikro einen Knacks. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jo, die 94 könnte tatsächlich ein bisschen Beleuchtung anmachen. Das wäre jetzt was. Aber ist das nicht cool, wenn man da oben auf die Station gucken kann? Oh, da ist ein bisschen sehr dunkel. Das mag der Fokus nicht so. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Digga. Fokus, Digga. Torben, ich danke dir vielmals für eine verschenkte Mitgliedschaft. Und Gerd, willkommen an Bord. Ein neues Mitglied. Herzlichen Dank, Gerd.
Thomas ist auch da, unser Fluggesellschafter. Moin, mein Lieber. Aber an so einem Knacken merkt man auch, wie wichtig Ton ist, oder? Also ich sag mal, wenn der Fokus mal nicht sitzt und das mal so ein bisschen unscharf ist, das ist nicht so schlimm, als wenn der Ton die ganze Zeit nervig wäre. Darum, ich sage auch immer, Ton is a bitch. Bibi Highlife, ganz lieben Dank für 100 Bits. Und Reinhard lässt 2 Euro da. Danke, Reinhard. Och, jetzt ist die Kamera schon wieder falsch eingestellt. Ich hätte einen Job für einen zweiten Kameramann zu vergeben. Annette ist völlig angesteckt worden von Mike und Hansi und haut ein Fischeis raus. Danke dir, Annette. Kasimil fragt nach dem Stundenlohn. Es gibt Leute, die würden dafür Geld bezahlen, wenn sie hier diesen Aussichtsplatz haben. Kann Brigitte jetzt nicht mal pfeifen? Komm, das ist ja wohl besser als so ein grüner Neubau. Da ist auch Fairplay 91 wieder. Oh, guckt euch mal dieses Schlepperballett an. Ein Träumchen. Mir geht schon wieder einer ab bei den Bildern. Ich feiere es. Ich feiere es immer wieder. Ich könnte den ganzen Tag hier Containerschiffe ein- und ausparken. Ach, da ist Brigitte, ja, Mensch. Ich hab dich ganz übersehen im Chat. Ja, Leute, ich bin hier alleine, also seid nicht böse, wenn ich was im Chat übersehe.
Holgi, 2 Euro für Taschentücher. Holgi, die Zeit ist vorbei. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Mal gucken, vielleicht erwischen wir die Evermusia, wenn sie rausgeht. Nur ich finde, von der Perspektive her ist das hier der absolute Knaller. Das meint ihr erstmal, wie das tagsüber ist, wenn ich das große Objektiv drauf habe, wie nah ich dann rankomme. Ich glaube, tagsüber hatten wir den hier noch nicht auf Deck 7. Holgi, 2 Euro nochmal. Ja, jetzt fällt auch beim Paddy der Groschen. Wenn mir einer abgeht, dann brauche ich die Taschentücher schon. Ja, hallo, es ist noch nicht 22 Uhr. Noch ist der Kanal jugendfrei. Wahnsinn, oder? Die Schlepper werden vom Lotsen koordiniert. Der ist oben auf der Brücke und ja, sagt im Prinzip jedem Schlepper, was er zu tun hat, wo er hinsteuern soll, mit wie viel Kraft, um dann jetzt das Schiff sicher an die Pier zu bekommen. Sabine, ich kann dir nicht sagen, was der Schleppereinsatz kostet. Das ist auch nicht öffentlich, also das ist etwas, was man nicht einsehen kann. Man kann nachgucken, was Liegegebühren in Hamburg kosten und man kann auch nachgucken in der Preisliste, was Lotse zum Beispiel kostet, aber Schleppereinsatz, das kann man nicht nachgucken. Gucken, ob ich noch ein Foto rausgehauen bekomme. Denn das Thumbnail von dem Stream ist ja nicht ganz richtig. Das ist zwar hier gemacht worden. Gigi, worauf zielt denn die Frage jetzt ab, ob ich DisplayPort-Kabel oder USB 3.0 Kabel verwende? Ich weiß gar nicht wofür. Wofür soll ich die denn verwenden? Oh, guck mal, die ganzen Schlepper auf einem Haufen. Das ist nicht schön. Ein Schleppi-Ensemble. Hey Ulrich, Mensch. Du verrückter Vogel. Schon wieder eine verschenkte Mitgliedschaft. Mann, oh Mann, oh Mann. Danke dir.
Ja, Ruth, genau, das sind 4 Schlepper. Und Gerd meint, zwischen 1.000 und 5.000 Euro könnte man rechnen für einen Schleppereinsatz. Ja, ein schönes Bild, oder? Ich hoffe, dass ich das demnächst mal bei Tageslicht bekomme. Die letzten waren immer alle bei Dunkelheit, so gern ich das ja mag. Aber jetzt das mal bei Tageslicht mit dem dicken Objektiv drauf. Und dann hier richtig rausballern. Phil, wann gibt es mal wieder eine Schlepperkamera? Ja, ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Die ich dir gerade nicht beantworten kann. Ich wollte ja mit Philipp die Qualität verbessern. Ich wollte die ganze Technik umstellen, aber wir haben das nicht geschafft, uns jetzt zu treffen. Philipp ist aber, glaube ich, gerade drauf auf der 95. Rea Strickliesel verschenkt auch noch einen Sub auf Twitch. Rea, Mensch, ganz, ganz lieben Dank. Und Holgi schließt sich an. Holgi haut noch eine Mitgliedschaft raus. Dankeschön. Hey, hat sich tatsächlich die Temperatur aktualisiert? Diese gottlose Temperaturanzeige, die hat mich in Papenburg geärgert. War den ganzen Tag irgendwie 1 Grad, obwohl wir geschwitzt haben. Oh, Tommy, Topaz AI habe ich nie ausprobiert. Habe ich nie benutzt, nie ausprobiert. Kann ich dir nichts zu sagen. Auch nie irgendwie den Bedarf gehabt an so einem Tool. Für alle, die damit nichts anfangen können, das ist ein Tool zur Bildbearbeitung bzw. Bildoptimierung. Ja, Temperaturanzeige hat sich von 8 auf 7 Grad geändert. Yannick schreibt, echt geil. Wahnsinn, oder? Ändert sich die Temperatur und alle flippen aus im Chat. Sofaspotter. Ganz lieben Dank, dass du deinen Prime-Sub da lässt. Willkommen an Bord. Ursi hat eine berechtigte Frage, warum ich jetzt eigentlich nicht mit dem dicken Objektiv filme. Ursi, das liegt daran, dass das dicke Objektiv mit mehr Zoom und mehr Brennweite nicht so eine hohe Lichtstärke hat. Also das heißt, je näher die Objektive ranzoomen können, umso weniger Lichtstärke haben sie. Das pauschalisiere ich jetzt einfach mal so, auch wenn es nicht so hundertprozentig richtig ist. Und wenn ich jetzt das dicke Objektiv nehmen würde, dann hätten wir einfach ganz furchtbares Bildrauschen. Dann wären die Bilder überhaupt nicht so klar. Und deshalb halt jetzt das Objektiv, das hat halt nicht ganz so viel Zoom oder Brennweite, aber dafür ist das Bild halt mit etwas weniger Rauschen. Das ist halt immer so den Deal, den man machen muss bei den Objektiven. Andreas Brandt, herzlich willkommen bei unserem Kanal, ein neues Fischmarkt-Mitglied. Und Andreas Westphal haut auch noch mal eine grüne Bombe in den Chat. Danke dir, noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Mensch Leute, ihr haut ja heute wieder raus, das ist ja unfassbar. Nein, Klaus D. ist keine alte Dampflok, auch wenn es ein bisschen so klingt, aber Klaus D. ist ein alter Dampfschlepper, der hier ab und zu durch den Hafen fährt. In erster Linie natürlich, wenn das Wetter wieder besser ist. Vielleicht werden wir den
demnächst auch mal wieder irgendwann live sehen. Ach, Gigi schreibt, er hat gerade eine Kiste mit ganz vielen Kabeln hervorgekramt. DisplayPort und USB 3. Das ist ganz, ganz lieb, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kann ich die nicht verwenden. Aber danke, dass du an mich denkst. Cornholio, nee, die Schlepper, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Die werden ganz normal von den Reedereien bezahlt. Ab wie viel Tonnen Gefahrgut blinkt die rote Lampe auf der Brücke? Das ist doch nicht gewichtsabhängig, oder? Das ist generell Gefahrgut, ist an Bord. Helft mir mal gerne, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das abhängig ist von einer Menge an Gefahrgut. Das heißt einfach, es ist Gefahrgut an Bord und sobald da auch nur ein bisschen ist, blinkt das. Oder? Oder? Jo, Carina, alles fit? Danke der Nachfrage. Oh, ist das nicht schön mit den ganzen Schleppern jetzt da auf einem Haufen? Hatten wir wieder das Problem mit dem Ton? Ja, es ist einfach... Tja, ich kann es leider nicht ändern. Das ist hier irgendwie in der Funkstrecke. Mal habe ich es und mal habe ich es nicht. Ich weiß nicht, ob das hier mit irgendwelchen Störungen zu tun hat. Sonst muss ich irgendwann noch mal... Ach, aber das ist halt ein Problem. Wenn ich andere Funkmikros nehme, habe ich wieder ein Latenzproblem. Dann ist das nicht synchron mit dem Außenmikrofon. Ach Mensch. Ach, man kommt immer von Höcksken auf Stöcksken, gerade beim Ton. Ich werde zumindest demnächst mal einen anderen Empfänger ausprobieren. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Das muss ich aber erst in Ruhe einrichten und einpegeln. Ja, danke Claudia, so schlimm ist es nicht. Danke, danke.
Ja, da unten kommen auch die Festmacher. Deshalb wäre halt natürlich bei Tageslicht mal das andere Objektiv schön, weil dann könnten wir jetzt halt richtig nah ran, wenn gleich die Leinen fliegen. Ja, ihr seht, 2 Schlepper drücken und die anderen beiden bremsen. Das heißt, vorne der Schlepper, vorne war glaube ich 91, oder? Seht ihr, hat die Leine sehr, sehr lang. Wenn das Schiff jetzt aus irgendeinem Grund plötzlich zu schnell an die Pier treiben sollte, dann können die Schlepper mit der Leine abbremsen. Und ihr seht, die Drehung ging verhältnismäßig schnell. Also hier Schiff vorfahren, drehen, rückwärts rein. Das geht relativ flott. Ach, die 94 war vorne. Ja, sorry. Und jetzt aber die letzten Meter an die Pier. Da will natürlich keiner, dass es kracht. Das dauert dann wieder vergleichsweise lange. Gerd Müller schreibt, Grüße vom Neuen. Herzlich willkommen, Gerd. Und generell mal auch wieder ein Gruß an alle, die neu dazugekommen sind oder die auch stille Zuschauer sind. Wir freuen uns natürlich über jeden, der einschaltet. Alleine schon, dass ihr hier eure Zeit mit unserem Kanal verbringt. Das ist eine große Ehre. Man muss nicht immer im Chat aktiv sein, obwohl wir uns natürlich auch freuen, wenn da ordentlich Attacke ist. Ulrich Böcker. Ulrich, Mensch, ganz lieben Dank. Noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Ulrich, 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 ey. Haut hier einen nach dem anderen raus. Ich danke dir vielmals. Gerade die zweite Kamera einstellen. Haben wir nochmal hier die Totale, damit ihr das mal einordnen könnt, wie weit jetzt die COSCO Shipping Leo hinten drin steht oder liegt. Oh, 2 Euro Superchat und Andreas schreibt, wir brauchen ein Geburtstagshorn für Ralf. Ralf, ganz lieben Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Happy Birthday, mein Lieber. Gecko, auch an dich ein dickes Dankeschön. Nochmal eine grüne Mitgliedschaftsbombe im Chat. Herzlichen Dank.
Röner, ja klar habe ich das Geburtstagshorn bis zum Ende gehört. Warum? Freddy, danke dir. Ein Jahr schon dabei. Herzlichen Dank. Der Dänemark-Fan. Für die Blume von der Tankstelle als Wiedergutmachung, wenn ich Tanja erkläre, warum Frauenunterwäsche in deiner Werbung auftauchen. Genau mein Humor, ihr Lieben. Ja, beim Festmachen müssen wir ein bisschen hingucken, aber wir sehen unten rechts an der Pier laufen die Festmacher rum, aber ich glaube, eine Leine ist noch nicht drüben, oder? Habe ich nicht richtig geguckt. Hallo? Ey, das ist doch für den Arsch hier mit den Mikros, oder? Sorry, die Ausdrucksweise. Sorry für die Ausdrucksweise. Das ist doch echt für einen Arsch. Nilsi schickt 2 Euro für Unterwäsche. Nilsi, die Unterwäsche, die ich für 2 Euro bekomme, ich weiß nicht, ob ich da schenken sollte. Ja, ich werde nächstes Mal umbauen, Mikros. Das geht gar nicht, sowas. Oder soll ich sie gleich in die Elbe schmeißen? Zu den anderen. Jetzt sagt ihr wieder Tonstörung schlimmer. Ja. Doll. Warte mal gerade. Nee, aber wenn ich jetzt, bis ich jetzt den anderen Empfänger da dran gebastelt habe, ist der Ton zu lange weg. Da müssen wir jetzt heute durch. Weil so viel haben wir nicht mehr, das Schiff ist fest.
Ja, ich kenne das Störgeräusch. Wie gesagt, ich habe das auch schon an Rode geschickt und ja, der Support konnte mir da nicht helfen. Es war aber in den letzten Streams nicht. Und deshalb dachte ich erst, ja, das wäre irgendwie vorbei, aber es geht natürlich gar nicht sowas. Nervt mich auch, aber außer Ruhe bringen lasse ich mich deswegen trotzdem jetzt nicht. Lutz wartet noch auf die Fairplay-Schlepperparade, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob da irgendjemand an Bord ist, der das mitbekommt, dass wir streamen. Keine Ahnung, ob es gleich noch einen kleinen Gruß gibt. Annette schickt nochmal 2 Euro und mit dem Hinweis, morgen ist Frauentag. Heißt das, ich soll jetzt deine 2 Euro zu den 2 Euro von Nils packen und dann für 4 Euro Unterwäsche kaufen? Mac, das ist eine Funkstrecke von Rode. Und sogar die gute Wireless Pro. Wieder weg, der Ton? Ist er wieder weg? Nein. Ton ist doch da, oder? Ton ist doch da. Also wenn ihr jetzt schreibt, Ton ist weg, müsst ihr mal gucken, ob ihr auch wirklich live seid. Das passiert halt ganz häufig, dass einige im Stream immer hinterher hängen. Ja, da müsst ihr mal unten auf den Balken gucken oder auf diesen kleinen, da ist so ein kleiner Punkt. Wenn der grau ist, seid ihr nicht live. Dann müsst ihr einmal da draufklicken auf live und erst wenn der rot ist, dann seid ihr wirklich live. Also manchmal kommt halt, wenn jetzt jemand sagt, Ton ist weg, dann hängt der wahrscheinlich 10 Minuten hinterher. Ulrich kann es nicht lassen. Lieber Ulrich, ich danke dir vielmals für noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Ich fummel gerade was. Deshalb bin ich gerade still. Genau, ich sage gerade nichts. Ich sage gerade nichts.
Hallo. Ich habe mal gerade Mikros umgebastelt. Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen leiser bin. Moment. So, könnt ihr mich hören? Bin aber sehr leise jetzt, ne? Genau, ich bin sehr leise. Sekunde. Ach, Operation am offenen Herzen wieder hier. So, bin ich jetzt lauter? Etwas vielleicht, ne? Ach du Schande, ach du Schande. Nein, ich mach das in Ruhe. Ich mach das in Ruhe. Ich mach das in Ruhe. Wieder zurück. Wieder zurück. Ja, wieder da. So. Oh, auf der Brücke geht Licht an. Sabine fragt, wie lange ich noch hier bin. Sabine, ich würde jetzt noch mal darauf warten, dass hier vielleicht ein Schlepper vorbeikommt. Und dann ist eigentlich so langsam Feierabend hier mit dem Stream. Lutz, ich danke dir. Lutz, eine verschenkte Mitgliedschaft. Oh, richtig Licht oben auf der Brücke. Aber Schlepper noch alle da. Basti, gute Nacht. Ja, ihr müsst jetzt nicht jedes Mal melden, wenn das Störgeräusch wieder da ist. Wir müssen da jetzt durch. Ich werde mal den Empfänger wechseln.
Ja, so ein bisschen Beleuchtung haben sie. Rechts sieht auch cool aus, oder? An der Containerbrücke. Ich glaube, das ist eine Reflexion von dem Festmacherauto. Alle noch da, alle 4 Schlepper. Carina. Carina, Mensch. Carina, Mensch. Was es bei mir zu essen gab. Leute, Leute, Leute. Wir reden doch hier nicht über mein Essen. Mensch, Ulrich. Danke, mein Lieber. Jetzt gibt es aber hier noch mal einen. Für Ulrich. Was machen wir denn da? Ach, komm hier. Ulrich. Danke dir. Guck mal, es sind auch wieder jede Menge Möwen da. Lukas, danke dir. Er schreibt, schöner Stream. Ja, ansonsten ist aber auch wirklich nichts los. Kann das sein, dass der Schlepper vorne, die 94, los ist? Ich glaube schon. Nilsi, Dankeschön. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Tiefgang müsste ich jetzt ehrlich gesagt mal nachgucken. Vielleicht macht das mal jemand im Chat gerade. War die Frage, wie viel Tiefgang die Costco hat. €13,60 Meter. Dankeschön für die Info.
Langsam haben sie aber die Festbeleuchtung an. Da muss ich das Bild tatsächlich noch einen Tacken dunkler machen. Also so wirklich eilig hat es die 94 aber nicht, oder? Die Brücke im Hintergrund, das ist die Köhlbrandbrücke. Also das ist die Auffahrtrampe zur Köhlbrandbrücke. Da, wo ihr die Autos seht. Na, wenn man das jetzt weiter nach rechts verfolgt, dann wird das auch irgendwann... Da sieht man es, da geht die Rampe hoch und dann kommen irgendwann da auch die markanten Brückenpfeiler. Sven, nee, das Schiff ist kein Maersk-Schiff, das ist ein COSCO-Schiff. Na, wo wollen die denn hin? Vielleicht noch einen Job oder liegt 94 vielleicht an der alten Schlepperbrücke, an den Landungsbrücken? Das kann natürlich auch sein. Ja, Sven, das ist auch blau, aber ist ein anderes Blau. Und Maersk-Schiffe legen am Tollerort eigentlich, also ich will nicht sagen nie an, nie ist bestimmt nicht richtig, aber sehr, sehr selten. Boah, jetzt haben sie schon zwei so fette Strahler an. Ja, ich habe keine Ahnung, ob die heute den Stream gucken. Also auf Fairplay 95 und 96 kann das durchaus mal der Fall sein. Aber ich habe mit Philipp jetzt auch heute nicht gesprochen. Das war ja auch eher wieder eine spontane Aktion hier mit dem Stream. Von daher weiß ich gar nicht, ob die das mitbekommen haben.
Da scheint der nächste Schleppi in den Feierabend zu gehen. Zumindest hat er sich gerade zur Seite gedreht. Liminis, herzlich willkommen bei uns an Bord. Danke für deine Mitgliedschaft. Schön, dass du dabei bist. Zack McCracken, Hamburger Hafen ist so richtig schön stumpfsinnig, chillig, um fürs Wochenende runterzukommen. Ich nehme das mal als Kompliment, aber es ist in der Tat sehr entspannt und ich finde, das Ganze strahlt so eine Ruhe aus, ist aber trotzdem irgendwie... Also trotzdem gibt es was zu gucken, ne? Also die Schlepper sind da, also man hat ja trotzdem irgendwie so diese Erwartung, was passiert als nächstes. Wann sind die fertig? Geht da noch eine Leine rüber? Also es ist schon irgendwie so ein bisschen Action in der Geschichte, aber so eine verhaltene Action, ne? Es geht also so ein bisschen easy going hier. Es dreht sich alles um Schlübbis und Schlebbis. Ja, aber schön, dass ihr dabei seid. Das freut mich. Wir haben bestimmt demnächst auch mal wieder einen Stream mit mehr Action. Ja, Liminis, also eigentlich mache ich da keinen Unterschied, was so Fragen angeht, ob das jetzt Mitglieder sind oder nicht. Aber fairerweise muss man schon sagen, dass die Mitglieder etwas mehr auffallen im Chat. Und dadurch sind die natürlich ein klein bisschen im Vorteil. Was machen die denn jetzt eigentlich alle an dem Heck von dem Schiff? Der Michel ist doch auch noch da hinten, oder? Ich kann das jetzt leider nicht sehen. Tanja fragt, ob ich den Titel ändern kann. Habe ich einen Titel wieder... Habe ich da wieder irgendwas falsch geschrieben? Also ein Titel bei mir ohne Tippfehler wäre ja schon mal was völlig Neues. Ach so, in Schlüpper und Schlebbis soll ich den Titel ändern. Schlübbis und Schlepper. Ja, Nappa Karl, Kabelbruch bei einem Wireless-Mikrofon. Nice try. Ulrich, Mensch, du verrückter Vogel. Danke dir, noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Und der Chat wacht auf, Schwester Hansen ist da. Jawohl, es geht los, Leute. Zieht euch warm an. Die Partymaus ist da. Ja, da scheint jemand Feierabend zu machen. Jetzt blicke ich aber nicht mehr durch. Ist das jetzt 95 oder 91, der kommt?
Michel kommt auch. Ja, alle, die jetzt erst einschalten, wir haben ab und zu ein paar Tonstörungen. Ich muss das Problem aber in Ruhe angehen. Das macht keinen Sinn, das jetzt während des Streams zu machen. Habe ich eben versucht, ging voll in die Hose. Micha, auch an dich ein dickes Dankeschön. Auch noch eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Ist das. Ah, okay. Dann muss 95 bis zum Ende bleiben. Ja, das WLAN-Kabel prüfen. Wahrscheinlich hat es die falsche Farbe. Na, ich fürchte, mit Schlepperballert wird das heute nichts. Und schon gar nicht von Michel. Und 91 glaube ich auch eher nicht. Wäre natürlich cool. Ja. Ein Adapter Gardena auf Cinch. Der könnte es natürlich richten, wenn er passen würde. Tanja liebt Hamburg. Tanja hat richtig Ahnung von Kabeln. Sie sagt nämlich, rot mit Textilummantelung muss es sein. Tanja, das ist ganz weit vorne. Du verstehst mich. Muss am Vornamen liegen. Gigi fragt, ob aktuell Zuschauer da sind, die am 11.05. dabei sind. Und ich habe eben gelesen, hier wurde noch mal ein bisschen Werbung im Chat gemacht. Vom 9. Mai bis 11. Mai ist Hafengeburtstag. Und zur Einlaufparade und zur Auslaufparade, Einlauf ist am 9., Auslauf am 11., haben wir auf der Dachterrasse vom Gin Hotel die Hamburg Hafen Live Lounge. Schiffe gucken aus wirklich bester Premium-Perspektive. Ist fast so ein Blick wie hier von Deck 7, sogar noch einen kleinen Tacken höher. Ja, wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr dabei sein. Müsst euch nur anmelden. Und Sebastian Kolz hatte, glaube ich, eben mal kurz
die Links gepostet. Nee, heute kommt nichts mehr, Cornholio. Ich glaube, das war's. Der letzte Schlepper ist auch fertig, die haben auch schon ihr Licht aus. Aber, tja, ich weiß nicht, ob die das mitbekommen haben auf der 95, dass ich nochmal streame. Lady 666, ich danke dir vielmals. 6 Monate ist sie schon auf Twitch dabei. Dankeschön. Rapsgirl, auch an dich ein dickes Dankeschön. Schon 5 Monate auf Twitch. Danke für deinen Sub. Pirata Bernie ist da. Gerade vom Hafenbesuch zurück. Mensch, moin, mein Lieber. 2 Euro, ich danke dir. Ja, die 95 verabschieden wir hier noch. Sonja, das mit den Zeiten beim Gin Hotel, das nimmt man nicht so genau. Ich glaube, die waren da ein bisschen übereifrig. Also meldet euch einfach so ungefähr zu der Uhrzeit an. Und das kommt dann nicht auf eine Minute oder auf eine Stunde drauf an, wann ihr da seid. Sich dreht. Ich würde sagen, die Mikros sind ganz hart am Limit. Die spielen wirklich mit ihrem Leben. Werde ich mir die Tage mal angucken.
Faustporn, ich danke dir vielmals. 5 Monate schon. Danke für deinen Prime-Sub. Mikros sind einfach Verschleißteile. So, ihr Lieben. Aber... so. Ja, sorry für die Tonprobleme. Ihr wisst, dass mich sowas auch immer ein bisschen triggert, aber nutzt nichts. Ruhig bleiben und irgendwann ganz in Ruhe das Problem angehen. Muss mal gucken, ob es jetzt am Empfänger liegt, ob es an den Mikros selber liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Muss ich einfach mal ein bisschen untersuchen. Aber ich bin mir sicher, dass ich das Problem schon irgendwann finden werde. Manche Probleme sind ein bisschen hartnäckiger, manche sind relativ schnell gelöst, aber ich hoffe, dass euch der Stream trotzdem Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass ihr von den Bildern genauso begeistert seid wie ich. Ich finde einfach immer dieser Blick von hier oben auf so ein Containerschiff, wenn das hier anlegt, finde ich einfach immer sensationell. Also das ist, darauf habe ich mich auch richtig gefreut, als wir damals hier, was heißt damals, ist ja noch gar nicht so lange her, das war im Dezember, als wir Deck 7 hier bekommen haben, also hier unser kleines Büro. Da wusste ich von Anfang an, also das wird... Diese Manöver, wenn hier ein Containerschiff ankommt, das ist einfach der Knaller. Ja, Mensch, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank, dass ihr auch wieder ordentlich im Chat mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Selbst wenn ihr nicht im Chat großartig schreibt, freuen wir uns da trotzdem drüber. Und ganz lieben Dank natürlich auch wieder für die rege Unterstützung für den Kanal. Vielen Dank für alle Spenden, Mitgliedschaften, Subs und Bits. Ja, was habe ich denn wieder vergessen? Einiges. Ach so, ja, natürlich ein dickes Dankeschön an unsere Moderatoren, die auch mal wieder eine Spätschicht gemacht haben. Aber hey Leute, es ist Freitag, hoch die Hände, Wochenende. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Stream. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.